Sie? Sie sind weg. Also gut, es macht keinen Sinn, uns zu streiten. Worüber denken Sie nach, Herr See? Ich bekomme diese Maschine nicht mehr aus meinem Kopf. Welche Maschine? Sie alle, Wissenschaftler aus der ganzen Welt, wurden für diese Expedition ausgewählt. Nicht, weil sie sich freiwillig gemeldet haben, nein, sondern weil sie die erfahrensten und klügsten Köpfe unserer Zeit sind. Doch hören Sie zu, was ich zu sagen habe. Diese Insel hat sich verändert. Sie werden sie nicht mehr wiedererkennen. Ihr Feind ist nicht menschlich, nicht mehr greifbar. Nein. Ihr Problem ist die Zeit. Sie spielen jetzt gegen die Zeit. Hey, heute ist ein besonderer Tag, denn das Minecraft Roleplay-Projekt Bermuda 2 von RC Studios feiert sein 3-jähriges Jubiläum. Am 9. August 2019 veröffentlichten wir unseren Kurzfilm über das Sequel unseres bereits umgesetzten RP-Projektes Bermuda 1, welches jetzt sogar 5 Jahre her ist. Mr. Schulz? Mit über 65 gewitelisteten und 30 bis 40 aktiven Spielern pro Tag war es eines der größten deutschsprachigen Minecraft-RP-Projekte in diesem Jahr und wir blicken mit so viel Freude und Nostalgie in diese Zeit zurück. Wir sollten definitiv schauen, dass wir uns morgen früh diese Kristalle absichern. Ja, Sie? Ja. Können wir ganz kurz hier sprechen? Ja, gerne. Entschuldigen Sie mich bitte kurz, die Herrschaften. Wir möchten daher dieses Video nutzen, um mit ein paar Teammitgliedern aus dieser Zeit zu sprechen, um noch einmal in die Welt von Bermuda einzutauchen. Lehnt euch zurück und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser kleinen Zeitreise ins Jahr 2017 und 2019. Also ich blicke sehr gerne auf beide Bermuda-Teile zurück, weil sehr viele coole Leute zu dem Zeitraum oder zu den Zeiträumen halt ins Team gekommen sind. Und es war ja jedes Mal wieder beeindruckend. Also das Feedback der Community war ja übel krass nice. Immer. Bei beiden Teilen. Und das hat sich jedes Mal so schön angefühlt. Und ich glaube, dass wir da so gut performt haben, weil die Aufgaben einfach aufgeteilt wurden. Das heißt, es hat sich halt wirklich das Team um die Community gekümmert und nicht jetzt primär du um das Filmprojekt. Also du hast dich um deinen Bermuda dann gekümmert mit Syl und so. Aber wie das für die anderen war, da hingen ja noch viel, viel mehr Leute drin. Und die waren scheinbar halt alle super motiviert. Und ich glaube so irgendwie, inwiefern man sich nach außen präsentiert und inwiefern die Leute Spaß haben, die einen auch gucken oder die ja mitmachen, das ist halt
scheinbar offensichtlich eine richtig, richtig krasse Motivation. Was mich auch total glücklich gemacht hat, das war bei beiden Teilen der Fall, aber natürlich beim ersten nochmal extrem und das hat dann den Startschuss ausgelöst, wie viele Leute abseits von mir trotzdem aktiv dazu YouTube-Videos gemacht haben. Ja, oh mein Gott. Also wenn du Minecraft Bermuda eingibst auf YouTube, findest du immer noch mindestens um die 8 verschiedene Content-Creator, das war für uns damals wirklich viel, also 8 verschiedene YouTube-Kanäle, auf denen Bermuda lief. Und wo auch teilweise Leute das bis zu 6, 7 Folgen gezogen hatten. Ich habe ja bei beiden wenig mitgespielt, sondern war ja vor allen Dingen beim ersten ja wirklich viel in der Vorbereitung und auch viel in der Betreuung vom Projekt. Und beim zweiten halt eher so ein bisschen in der Vorbereitung und beim Brainstorming und beim Ideenfinden. Und da hatte ich dann halt wirklich eher nur die Perspektive oder fast nur die Perspektive von erstens, ich gebe so ein paar kleine Ideen rein und es ist übel krass, was draus geworden ist. Und zweitens, ich konsumiere aber doch hauptsächlich nur die Videos und es ist übel spannend und interessant gewesen, zu sehen, was die verschiedenen Leute daraus machen. Würdest du sagen, dass du einen Lieblingsteil hast oder was unterscheidet denn beide Teile so? Aber egal, wie sehr sie miteinander zusammenhängen, storymäßig. Aber du kannst mal durch die Punkte nicht nur Organisation, sondern vielleicht auch Feedback oder wir haben uns ja offensichtlich bei Bermuda 2 ein bisschen mehr gedacht als bei Teil 1. Ja. Wiefern unterscheiden die sich vielleicht für dich? Teil 1 löst bei mir viel krassere Nostalgie aus. Also weil die Arbeit daran noch, vor allen Dingen auch der Trailer-Dreh und so, noch viel unkoordinierter und ursprünglicher war und ich halt ja so die Arbeit im Team kennengelernt habe, nur ein paar Monate vorher. Ja, diese Zeit oder diese Arbeitsweise so hat halt dann immer einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen. Vor allen Dingen bei Bermuda 1 noch dran denke, habe ich total auch viel irrwitzigen Humor und lustige Situationen im Kopf, auch nice zwischenmenschliche Dynamiken, die halt in den Videos rüberkommen, so keine Ahnung mit Niklas oder so, der da ja vor allen Dingen bei Bermuda 1, bei Bermuda 2 weiß ich gerade nicht, aber Bermuda 1 ja auch selbst Videos gemacht hat und halt auch in deinen Videos immer mal wieder am Start war und von irgendwelchen Bäumen gefallen ist oder so. Außerdem verbinde ich halt tatsächlich mit Bermuda 1 eher gruselige und spannende Story und richtig geile Musik. Also was das besonders macht, weiß ich jetzt gar nicht im Vergleich zu anderen Minecraft-Projekten, aber was es für mich auf jeden Fall besonders macht, weil ich weiß, dass wir uns das immer vorgenommen haben und ich finde, wir haben es beide Male geschafft, ist wir geben eine grobe Story-Richtung vor. Das war bei Bermuda 1, glaube ich, ja sogar noch mehr der Fall ein bisschen. Bei Bermuda 2 wurde dir halt eine Story-Richtung vorgegeben und die anderen konnten sich da dran hängen. Aber im Endeffekt hat jeder die Möglichkeit, aus dem Projekt zu machen, was er oder sie will. Auch gerade die Leute, die aufnehmen. Und ich hatte das Gefühl, das hat ziemlich, ziemlich gut funktioniert, was ja heißt, dass man eine sehr gute Balance gefunden hat zwischen, ich biete zu wenig an und die Leute laufen vorher ins Leere und wissen gar nicht, was sie mit sich anfangen sollen. So. Und ich gebe halt zu strikt vor, was passieren soll. Sodass es langweilig wird und keinen wirklichen Wert hat, auch die Folgen verschiedener Leute zu gucken. Und ja, wir haben diesen Mittelweg gefunden wie ein, ich weiß nicht, super Mittelweg Such- und Findtrupp, Mann. Das war also. Es ist 2 Jahre her, seit ich die Insel verlassen hatte. Das müsste ein bisschen relativ nah dran. Sieht mir aus wie eine komplette Zertifikation, aber nichts verwandelt sich doch in sowas. Was ist das? Oh Gott. Ich weiß nicht, was soll das sein? Waren sie früher, Das ist oder? die Mühle. Vor 2 Jahren Ich dachte, bestimmt. haben wir sie gebaut. Das Gemeindehaus. Der alte Steg. So, jetzt auch mal ein Wörtchen von der England-Leiterin hier, ne? England-Beste, wir kennen's. Nee, aber abseits davon, das Projekt, ich vermisse es, um ehrlich zu sein.
wunderschön und von allen Roleplays, die ich in meinem Leben mitgemacht habe, muss ich ehrlich sagen, das niveauvollste und das Beste von der Organisation her. Es war auch sehr angenehm zu organisieren. Das Team war wundervoll und auch die Leute, die mitgemacht haben. Man konnte wirklich, es ist egal, wo man lang gegangen ist, an jeder einzelnen Ecke gab es eine neue Story, wo man sich einklinken konnte. Und es wurde eigentlich nie langweilig. Also ich bin ja sowieso gar kein Fan davon, Ewigkeiten vorm Laptop oder Computer zu sitzen. Ich kann sowas einfach nicht. Bei Bermuda fiel es mir aber tatsächlich sehr, sehr leicht. Und ja, was soll ich groß noch sagen? Es war ein Projekt, was mir unglaublich viel Spaß gemacht hat. Und auch wenn ich eher so die stille Wissenschaftlerin war, gab es genügend Sachen zu tun und zu entdecken. Und immer wieder haben sich neue Rätsel aufgetan. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob ich hier richtig bin. Herr Sie, kommen Sie mit, schnell, ich habe Angst. Sie haben Angst? Ach du Scheiße. Was ist aus der Insel geworden? Ich erkenne die gar nicht wieder. Herr Kono, wo sind Sie hin? Kono? Ach, immer wieder so Oh, schön. ja, Kono. Ach so, ja, ich hab den Ausblick genossen. So ein schöner Ausblick. Ach Ja, dann so. mal gucken. Alter, haben Sie mich gerade so erschrocken. Wie das stand hier letztes Mal noch. Ja, also die Kiste, der Amboss und die Schüssel hier. Also, das stand der letzte Mal noch nicht. Und Oh mein Gott. das letzte, Ich woran hab ich ihn mich doch- erinnern kann. Ich habe ihn Ko- doch... Kommen Sie das- mal mit. Kommen Einen Sie mal Moment, mit. ich habe ihm doch die Bücher gegeben. Ja. Also die hab ich natürlich von Ihnen wiederbekommen. Ja, Mit ja. Teil 1 und so. Ja. Ja, hier sind jetzt Teil 2, Huch. Information und ein Zettel. Komisch. Bottle of Enchanting. Ich habe jetzt Teil 2, soll ich... Koro? Herr Koro? Komm jetzt, das ist... Also es ist ja witzig, ich gebe ja zu. Am Ende von Bermuda 1 hatte ich auf jeden Fall den Plan, dass es noch weitergeht. Das sollte auf jeden Fall weitergehen, deswegen habe ich ja auch so darauf gepocht, dass es definitiv in Bermuda 2 geben muss, weil die Story beendet werden muss. Und habe mich dann relativ schnell, als Bermuda 2 angefangen hatte oder als der Plan kam, beziehungsweise als die Info kam, dass Bermuda 2 kommen wird, habe ich sofort mich mit Koro zusammengesetzt und haben sofort die Story fast komplett innerhalb von 4 Tagen durchgeschrieben. Du hattest ja, es war ja nicht von Anfang an diese fette Story logischerweise geplant, weil da waren ja auch 2 Jahre Abstand zwischen den 2 Projekten. Aber wie schwer war es denn, das, was passiert ist, also die Fragen, die ja eigentlich blieben, beantworten zu müssen? Um ganz ehrlich zu sein, das war sogar relativ einfach, weil die Vorlage ganz gut gegeben war mit dem indigenen Volk, das auf der Insel lebt, mit irgendeiner Siedlung, die da überfallen wird. Da haben wir uns relativ schnell eine gute Idee zusammengereimt und haben die dann auch meines Erachtens nach eigentlich auch ganz gut umgesetzt. Zumindest storytechnisch. Wie das dann in den Folgen umgesetzt wurde, ist was anderes. Würdest du sagen, so, du bist, ja, sonst hättest du das ja viel früher schon geleugnet, du bist also satisfied, wie die 2 Projektordner abgeschlossen wurden? Ich bin satisfied, wie das Projekt zu Ende gegangen ist. Wie du gerade meintest, das komplette Finale, was ja eigentlich von Kurumi geschrieben wurde, Ja. ist dann gekommen und dann hast du mit Flo zusammen ja noch diese Art Cliffhanger da mit Dux also mit dran gesetzt. Ja. Also mit dem aufs Meer rausschauen, dann kommt da dieses Boot und dann bleibt offen, ob du jetzt in dieser Welt bleibst oder ob du... Weißt du, warum ich das zurückgehst. gemacht habe? Ich wollte einen cooleren letzten Shot als den Friedhof haben. Ja, ich fand den Friedhof schon eigentlich auch schon ziemlich... Ich weiß, kannst du dich noch daran erinnern, als wir das ja aufgenommen haben, sind wir ja zum Friedhof gegangen, ne? Und dann hast du mir das ja gezeigt. Und dann hast du auch so, ich weiß noch, wie du mit mir zu meinem Grab gelaufen bist und dann so stehen geblieben bist. Ja, das war's. Ende. Und ich so, wie? Das kann jetzt nicht Ende sein. Das war ja richtig undramatisch. Also die Message ist geil. Es war ja auch genau der Dreh, wo die ganzen Leute mit dabei waren, die so total durcheinander geredet haben.
Da hätte man vielleicht von vornherein ein bisschen mit der Planung das noch ein bisschen besser machen können, dass alle Leute jetzt mal Bescheid wissen, wie es aussieht, dass sie sich so ein bisschen mehr in die Rollen reinfühlen können. Aber ich hatte, um ganz ehrlich zu sein, einfach in dem Moment Angst, weil ich hatte nicht gedacht, dass wir nochmal überhaupt so viele Leute zusammentrommeln können. Und da jedem Einzelnen nochmal die Story zu erklären, wie es jetzt ausgehen wird, hatte ich die Angst, dass die Leute jetzt bald wieder gehen, weil sie keine Zeit mehr haben. Und da war die große Angst, dass nie wieder so viele Leute zusammenkommen werden für dieses Projekt. Deswegen ist es dann am Ende auch ein bisschen hastiger gewesen. Aber ich war froh, dass es dann wenigstens erstmal in dieser Art und Weise abgedreht werden konnte. Aber das war Cornelius. Cornelius, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir hören uns. Kein Problem, gerne. Ja, nach 3 Jahren bleibt dieses Projekt weiterhin für uns unvergesslich. Wir möchten allen Teilnehmern danken, die damals mitgemacht und das Projekt mitgestaltet haben. Auch ein ganz großes Dankeschön an das ganze RC Studios Team, die sich so viel Mühe bei der Organisation gegeben haben und dafür gesorgt haben, dass alles technisch super läuft. Danke an die Grafikdesigner, die beim Look mitgeholfen haben und natürlich an die Community, die bis zur letzten Folge aktiv zugeschaut hat. Alle Folgen sind weiterhin für euch auf diesem YouTube-Kanal hier zugänglich. Schaut es euch an, geht nochmal in die Zeit zurück und genießt diese atemberaubende zweiteilige Geschichte. Und ich bin gespannt, was RC Studios in Zukunft noch alles umsetzen wird und wen wir alles dadurch noch kennenlernen werden. Und ich freue mich sehr auf die Zukunft, das Team freut sich sehr auf die Zukunft. Ich wünsche euch einen ganz schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Projekt.